Ich finde Nummer 1 Freude haben an sich bewegen, am Wettkampf, an sich selber zu arbeiten. Es wird schwierige Tage geben, schwierige Phasen geben, aber wenn die Leidenschaft da ist für den Sport, dann kommen langfristig immer gute Sachen raus. Für mich ganz wichtig ist sicher das Aufwärmen. Dort darf es sehr spielerisch sein, kann eine Spielform sein. Bei uns ist es natürlich so, dass wir schon sehr viel machen, bevor wir auf den Platz gehen. Aber sonst kann das auch auf dem Platz passieren, sicher ein bisschen bewegen. Nachher ein Einspielen, sicher ein bisschen das Gefühl für den Ball bekommen, für alle Spielsituationen. Grundlinie, Volley, Smash, Aufschlag. Und dann kann es losgehen. Was man Lust hat, lieber Punkte, lieber etwas trainieren, aber eigentlich frei dann, würde ich sagen. Ja, ich meine, es wechselt immer wieder ein bisschen. Auf dem Platz sind vor allem Volleyspiel ist ein grosser Punkt jetzt, für den Aufbau. Viel am Netz zu arbeiten, tiefe Position, Stabilität. Und dann kommt natürlich Service dazu, mit ein paar Formen. Am Schluss alles ein bisschen, aber Service, Return und Volley ist bei mir eigentlich das Wichtigste. Jetzt im Aufbau, die ersten 3 Wochen haben wir eigentlich nur maximal 4 Mal in der Woche gespielt. Am Anfang sogar vielleicht 2 Mal. Und jetzt, wo wir so ein bisschen den Switch machen, Woche 4, Woche 5, spielen wir schon eigentlich fast jeden Tag. Aber wir machen meistens einen, den wir nicht spielen. Also morgen Mittwoch zum Beispiel, hat dann kein Tennis. Morgen ist nur Kraft und Active Recovery und so ein bisschen Rumpf-Session. Aber sonst jetzt schon auch wieder 2 Mal am Tag zum Teil. Man versucht schon immer wieder mal einen Tag ohne Tennis zu haben. Ich sage, in den Trainings und Turnierphase sieht es definitiv ein bisschen anders aus. Aber wir wählen das schon immer wieder, weil eben, es ist so viel auch Tennissport neben dem Platz, der wichtig ist. Also eben Gym, alles, was du morgen nach den Trainings machst, Recovery, das sind alles ganz wichtige Punkte. Ja, das ist ganz spezifisch, auf jedem Spieler ein bisschen anders. Ich finde, am Schluss muss es auch immer Spass machen. Man muss auch den Sinn sehen von jeder Übung, egal was man macht. Das motiviert auch einfach. Man muss immer 100% da sein und das Beste versuchen umzusetzen. Und das ist nicht immer möglich. Und genau das ist eigentlich wie so spannend am Tennis, dass halt, ja, man kommt Feedbacks immer direkt zurück, wenn man halt nicht so gut läuft. Und dann ist es spannend, dass man sich in jedem Training einfach absolut an Grenzen muss gehen, manchmal nur im Kopf. Aber ja. Meistens, wenn wir Service trainieren und es vielleicht nicht ganz so intensiv ist, tun wir es immer ein bisschen abwechseln mit der anderen Form, wo wir ein bisschen mehr Wiederholungen haben. Bei uns ist das oft das Volleyspiel für den Mac, das er doch oft braucht, sage ich jetzt einmal, in dem Match. Wir haben immer so ein bisschen weniger intensiv, dafür mega fokussiert beim Surf. Und dann kommt aber auch wieder ein bisschen Volley, wo es viele Wiederholungen gibt. Und das haben wir so ein bisschen immer einen Block, wo wir, sagen wir mal, einen Mix haben auch von der Intensität. Nicht, dass immer volle Intensität ist und nachher wieder vorbei, sondern so ein bisschen den Wechsel drin haben. Das gleiche machen wir beim Return-Spits, gleichzeitig aber auch ein Volley-Situationen. Dass du auch nicht so weit entfernt bist, weil im Match auch nicht 7 Volleys, 7 Returns aneinander oder 7 Surf aneinander. Es passiert immer noch etwas dazwischen. Darum versuchen wir das auch immer ein bisschen einzubauen. Und eben, wir haben natürlich auch verschiedene Fokuspunkte und so können wir es ein bisschen die Karten mischen, dass wir nachher in einer guten Form auf dem Platz sind und das nutzen können. Hörst du das ja? Das ist die ganze Zeit. Ja, machen wir einservieren. Nachher servieren wir erst Surf in alle 4 Ecken. Dann spielen wir Surf plus 1 noch, also einen weiteren Ball dazu. Gut, kannst du einservieren. Tschüss, Seite. Ja,
Ich glaube, der allerwichtigste Tipp ist immer, dass man Freude findet an dem, was man macht, dass man lachen kann auf dem Platz. Tennis ist per se eine schwierige Sportart. Man wird viel mit Fehlern und mit Misserfolg, würde ich sagen, auseinandergesetzt. Aber ich glaube, den Spass zu finden an der Bewegung, mit jemandem, gegen jemanden auch zum Teil, das ist für mich sicher so ein bisschen der wichtigste Punkt. Wenn es mehr so ein bisschen ins Tennis-Spezifische geht, glaube ich, hilft Service und Return, wenn man ein Match spielt, natürlich am meisten. Jeder Punkt wird mit dem eröffnet. Darum glaube ich, wenn man sich dort ein bisschen verbessert, hilft das für das ganze Spiel. Ja, Energieversorgung. Wahrscheinlich bevor man auf den Platz geht, sicher, dass man schon ein gutes Morgen oder ein Mittag hat, wo gewisse Kohlenhydrate sicher drin sind, dass man Energie hat für auf den Platz. Während dem Training, je nachdem wie lange es geht, dass man da sicher etwas supplementiert. Kann über Getränk, kann über einen Riegel oder solche Energy Balls sein. Und wenn man möchte, dass nach dem Training die Energie auch wieder zurückkommt, gilt es sicher auch dort, etwas zu sich zu führen. Wenn man etwas hat, wo man gerade nachher einen Shake oder etwas nehmen kann, ist das natürlich einfach. Und sonst sicher kurz nach dem Training irgendetwas zu sich nehmen im Bereich Kohlenhydrate, Protein, auch Fett. Funktioniert alles in einer gewissen Weise. Ja, ich würde sagen, mal ein grosser Punkt ist auch mal den Ball anschauen. Ganz gross, einfach den Fokus wirklich haben, vor allem beim Return. Finde ich, hat mir extrem geholfen, wenn man einfach die Augen wie grösser macht, so ein bisschen wacher ist, um den Ball zu sehen. Und man kann nachher mega schnell einfach saubere Kontakt haben von den Schlägen her. Und man ist automatisch auch ein bisschen wacher. Das ist im Tennis halt mega wichtig, weil es geht so schnell auf Schlag hin und her. Es ist auch wichtig, dass man richtig flink ist und wach ist.